gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie du einen Beetle aktivieren kannst. Variante 1: Zugriff via PC und IP-Adresse auf einen Beetle, der bereits aufgestartet ist. Variante 2: Scannen des QR-Codes mit dem Mobilphone. Dafür muss der Beetle noch nicht eingeschalten sein. Beginnen wir mit Variante 1. Führe zuerst die Schritte in der Schnellanleitung aus. Die Anleitung liegt jedem Gerät bei, alternativ findest du diese auch auf der Webseite oder in der Videobeschreibung. Schließe den Beetle an eine Spannungsquelle an und verbinde den Beetle mit dem Netzwerk so, dass du mit deinem PC auf ihn zugreifen kannst. Stelle dabei sicher, dass sich dein PC im gleichen Subnetz wie der Beetle befindet, passe dafür allenfalls die Netzwerkverbindung auf deinem PC an. Verwende die Standard-IP, um via Webbrowser auf deinem PC auf die Geräteansicht des Beetle zu gelangen. Melde dich oben rechts mit den Daten aus der Anleitung an. Klicke danach auf den QR-Code auf dem Bildschirm. Kleiner Tipp als Einschub: Solltest du auf deinem PC aktuell kein Internet haben, dann fahre ab hier mit Variante 2 fort und scanne diesen QR-Code mit dem Mobiltelefon. Du gelangst auf die Seite zur Produktregistrierung. Existiert bereits ein Benutzerkonto, mit welchem du deinen Beetle aktivieren möchtest, dann klicke auf Anmelden, melde dich mit deinen Benutzerdaten an und wähle aus, welchem Kunden der Beetle zugeordnet werden soll. Hast du noch keinen Kunden oder möchtest einen weiteren erstellen, dann richte ein neues Kundenkonto ein. Wähle aus, ob der neue Kunde ein Unternehmen oder Privatperson ist und vergib dem neuen Kunden einen Namen. Falls dem Beetle kostenpflichtige Lizenzen zugewiesen sind, wirst du aufgefordert, eine Rechnungsadresse anzugeben. Bitte schaue, dass diese korrekt ist. Als nächstes musst du die Angaben zum ersten Benutzer im neuen Kundenkonto machen. Dieser Benutzer dient als Adminzugang und er kann danach weitere Benutzer erstellen. Klicke zum Abschluss auf Registrieren. Bestätige deine E-Mail-Adresse mit dem Code, welcher dir per Mail zugestellt wurde, und klicke auf Konto aktivieren. Falls dein Beetle noch nicht am Internet angeschlossen ist, erscheint hier eine Fehlermeldung. Klicke auf Weiter und dann trotzdem fortfahren. Dein Kunde wurde erstellt und den Beetle findest du wie folgt. Klicke auf das Menü oben rechts und dann auf Geräte. Der Beetle ist hier aufgeführt und als Namen hat er aktuell noch seine Seriennummer. Klicke ihn an, um in die Gerätekonfiguration zu gelangen. Sobald der Beetle am Internet ist, kannst du über die Fläche Geräteseite öffnen direkt auf den Beetle zugreifen. Ist der Beetle noch nicht online, erreichst du die Geräteseite weiterhin, indem du den Beetle mit einem LAN-Kabel direkt mit deinem PC verbindest und die Standard-IP-Adresse aus der Anleitung verwendest. Kommen wir nun zur Variante 2. Mit diesem Vorgehen kannst du den Beetle einem Kunden hinzufügen, ohne dass der Beetle eingeschaltet und am Netzwerk sein muss. Nimm dafür dein Mobiltelefon zur Hand und scanne den QR-Code, welcher auf dem Beetle angebracht ist. Du gelangst ebenfalls auf die Seite zur Produktregistrierung. Melde dich an, wenn der Kunde bereits existiert, oder erstelle einen neuen Kunden. Folge auch hier den Anweisungen auf dem Bildschirm analog zur Variante 1 und klicke am Ende auf Registrieren. Nachdem du deine Mailadresse bestätigt hast, ist dein Gerät erfolgreich registriert. Falls dein Beetle noch nicht eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, wird hier eine Fehlermeldung angezeigt. Du kannst aber trotzdem fortfahren. Melde dich nun in der Avalon Cloud an und klicke im Menü oben rechts auf Geräte. Dein aktivierter Beetle wird dort aufgeführt und mit der Seriennummer als Namen gekennzeichnet sein. Sobald dein Beetle eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist, kannst du über die Schaltfläche unter dem Beetle die Geräteseite öffnen. Welche Einstellungen du in der Geräteseite des Beetle vornehmen kannst, zeigen wir dir in einem nächsten Video.